Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Selbstverständlich wissen Sie schon, um welchen Hund es heute geht. Gleichzeitig stellt dieser Hund eine meiner 3 Lieblings-Bulldog-Rassen der Welt dar. Der deutsche Boxer. Ja, viele Leute verbinden diesen Namen, inklusive mir, ja auch ich tat das lange, mit dem da. Ja, da gebe ich etwas Gas. Das stellt meine zweite Leidenschaft neben Hunden dar. Doch stimmt das? Hat dieser Hund mit dem Boxsport zu tun? Nun, eigentlich ist das alles ein Mysterium und gestatten Sie mir hier, Ihnen einige Dinge vorzulesen, die damit zu tun haben. Erstmalige Erwähnung dieses Hundes findet man in einer Abhandlung der Kaiserlichen Akademie Wiens. Dort schreibt man im Jahr 1866 von sogenannten Boxdoggen. 1886 beschreibt Zoologe Alfred Brehm Hunde namens Bulldog oder Boxer. Zur selben Zeit etwa hieß der Bulldogartige Hund eines bekannten Berliner Metzgers Boxer. Der Kynologe Richard Strebel plädiert ebenfalls 1894 für eine ordentliche Zucht des Boxers. In einem Zeitungsartikel lobt 1894 der Bulldoggenzüchter Friedrich Robert den Boxer und bittet um Gründung eines Boxerclubs. Und in München und Umgebung wurden diese Hunde zur selben Zeit mit Vorliebe Bierboxer genannt. Und liebe Zuseher, einige Leute sagen ja, der Name Boxer entstammt der kämpferischen Eigenschaft dieser Hunde. Andere sagen wieder, nein, das stimmt nicht. Dieser Name rührt von der Vorliebe dieser Hunde, beim Spiel mit Artgenossen ihre Vorderläufe einzusetzen. Doch Fakt ist, wir wissen es nicht. Doch woher stammt der deutsche Boxer überhaupt? Man ist sich heute einig, dass der deutsche Boxer in direkter Linie auf die Danziger Bärenbeißer und Brabanter Bullenbeißer zurückgeht. Hunde, die vom Hochadel bei ihrem blutigen Zeitvertreib der Wildschweinjagd gern eingesetzt wurden. Das waren alles kräftige Hunde mit kurzen, breiten Fang, oft ausgestattet mit Vorbiss. Doch dieser blutige Zeitvertreib, diese Wildschweinjagd zu Pferd mit Saupackern, wurde irgendwann mal verboten. Das war nach der Französischen Revolution. Etwa zu dieser Zeit war das. Man jagt dann auf andere Art und Weise. Doch arbeitslos wurden diese starken Jagdhelfer dennoch nicht, denn die verrichteten ihren Dienst danach als Wach- und Schutzhund bei Privatleuten und wurden mit Vorliebe zur Volksbelustigung und um Geld zu verdienen bei blutigen Schaukämpfen auf Jahrmärkten eingesetzt. Da hatten sie es mit Bullen zu tun und mit anderen Hunden. Und ich sage Ihnen was, den Vogel hat mal ein Besitzer eines deutschen Boxerrüdens abgeschossen, als der zu mir sagte, eigentlich gehören Hunde mit der Vergangenheit von Bullterriern verboten. Als ich ihm dann sagte, ob er sich nicht bewusst ist, dass er eigentlich selbst mit dem deutschen Boxer einen Hund besitzt, der ähnliche Vergangenheit vorweist, bestritt er das. Wissen Sie, das erstaunt mich manchmal, ja, dass Leute tolle Hunderassen besitzen und von deren Geschichte eigentlich absolut keine Ahnung haben. Ist ja kein Muss, aber ein Fehler, würde ich sagen, ist das auch niemals. Ja. Doch zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde diese grausame Volksbelustigung der Tierkämpfe verboten und diese Saupacker, Bärenbeißer, Bullenbeißer, wie sie genannt wurden, fanden erneut ein neues Einsatzgebiet, und zwar als Helfer der Metzger, wo sie auf den Schlachthöfen dafür sorgten, das Vieh in Schach zu halten. Es gab auch eine Zeit, wo dieser Hund deutsche Bulldogge genannt wurde. Das muss etwa zur selben Zeit gewesen sein, als sie als Metzgerhunde im Einsatz waren, denn zu dieser Zeit stieg auch der Weißanteil im Fell dieser Hunde rasant an. Man geht also davon aus, dass etwa zu dieser Zeit die ersten English Bulldogs eingezüchtet wurden in den deutschen Boxer. Und dass das gemacht wurde, das ist bis heute unbestritten. Ebenfalls 1895 wurde der erste deutsche Boxer, wir wissen immer noch nicht, weshalb er so heißt, auf einer Ausstellung präsentiert. Das war ein Rüde namens Mühlbauers Flocki, der sah so aus, als Vergleich dazu einen modernen deutschen Boxer. Ja, und der deutsche Boxer begann seinen Siegeszug. Wir haben also mit diesem Hund einen wirklich waschechten
Bulldog vor uns. Ja, diese Hunde wurden in den beiden Weltkriegen als Diensthunde eingesetzt, waren lange Zeit danach auch noch als Polizeihunde im Einsatz, bevor sie immer mehr von anderen Rassen verdrängt wurden. Doch sonst ist der Deutsche Boxer heute ein wahnsinnig beliebter Familienbegleithund, ein Top-Gebrauchs- und herrlich zu arbeiten mit dem Hund am Abrichterplatz und ein zuverlässiger Wach- und Schutzhund, möchte ich sagen. Die Gesamterscheinung dieses Hundes zeigt uns einen Hund, der nicht zu windig, aber auch nicht zu bullig ist. Ein Hund mit überaus trockener, ausgeprägter Muskulatur, der Kraft, Beweglichkeit und Geschwindigkeit ausstrahlt. Eines zeigt der Deutsche Boxer ganz speziell und das ist mit seinem Kopf. Nämlich, aufpassen, ich bin ein echter Bulldog. Ja. Diese Hunde erreichen bis zu 63 cm Schulterhöhe. Ich sah schon höhere Deutsche Boxer auch und werden über 30 Kilo schwer. Ich habe allerdings auch mal einen Boxerrüden mit 40 Kilo kennengelernt, doch das war schon grenzwertig. Sie sind kurzhaarig und die Farben bewegen sich von gelb bis dunkel Hirschrot und gestrommt. Es gibt auch reihenweise Deutsche Boxer, doch die sind nicht wirklich gerne gesehen. Der Charakter, mal ganz kurz zusammengefasst. Ich werde Ihnen nachher einige persönliche Erfahrungen mit diesem Hund mitteilen. Da können Sie dann den Charakter vielleicht besser kennenlernen. Doch kurz zusammengefasst ist der Deutsche Boxer lernwillig, sportlich, ein Traum in der Familie und bitterernst sowie furchtlos bei drohender Gefahr. Ich habe viel mit deutschen Boxern zu tun gehabt und in meiner Kindheit kannte ich 3 recht gut. Ich hatte dann mal ein etwas kniffliges Erlebnis mit einem deutschen Boxer, da war ich etwa 20 Jahre alt, auch von dem möchte ich Ihnen erzählen. Und hatte eigentlich nur positive Erfahrungen am Abrichterplatz mit diesen Hunden gemacht. Als ich noch zur Hauptschule ging, traf ich auf meinem Weg dorthin fast täglich auf eine Hündin namens Puppe. Und zwar lag die immer in der warmen Jahreszeit vor einer Schneiderei, die ihrer Besitzerin gehörte. Ja, die versüßte mir fast täglich den Gang zur Schule. Sie wissen schon, was ich meine. Eine wahnsinnig freundliche Hündin. Gestrommt. Wenn die mich 50 Meter entfernt kommen sah, als ich um die Ecke bog, freute die sich wahnsinnig. Das beruhte auf Gegenseitigkeit, auch ich freute mich. Die begleitete mich tatsächlich. 4 Jahre Hauptschule, fast täglich sah ich sie. Außer in den kalten Monaten, also da war sie im Laden drinnen, doch wenn es wärmer wurde, war die draußen und ich spielte mich fast täglich mit ihr. Kam sogar manchmal zu spät in die Schule, weil ich mich nicht losreißen konnte von ihr. Schulkollegen von mir, ein Zwillingsbrüderpaar, die lebten im Haus mit ihren Eltern und deren Eltern besaßen einen deutschen Boxerrüden namens Klee. Klee von Cassius Clay, also Muhammad Ali. Toller Rüde, kopiert. Die hatten einen Tischtennisraum, wo wir öfter spielten. Ja, aber wenn ich da unten war und zum Tischtennisspielen eingeladen war und der Hund sich auch ebenfalls in diesem Raum befand, dann vergaß ich zumeist das Tischtennisspielen. Ich spielte zumeist mit so einem Gummikauring mit dem Rüden da unten und das manchmal eine Stunde lang. Ja. Meine Freunde waren schon etwas beleidigt auf mich, weil ich mich mehr dem Hund widmete als ihnen. Toller Rüde gewesen, Clay. Da gab es einen deutschen Boxer, der nicht weit von mir lebte damals. Der hieß King. Ein riesiger Rüde. Ich war etwa 13 Jahre alt, war also schon 2 Jahre lang dem Zauber des Abrichtersports verfallen. War selbstverständlich in dem Alter noch nicht integriert, aber meine Eltern arbeiteten dort mit meinem ersten Hund Boris und ich war selbstverständlich immer mit. Ich kannte also deutsche Boxer, da wir auch am Abrichterplatz einige Mitglieder hatten, die welche besaßen. Ich konnte gut Vergleiche ziehen und ich weiß noch, dass dieser King, von dem ich gerade spreche, weit höher war als die meisten deutschen Boxer, die ich sonst kannte. Ein riesiger Rüde. Doch es gab zu dieser Zeit, das war 83 circa, diese berühmt-berüchtigten Mythen. Man sagte damals noch, jeder Dobermann fällt im Alter seine Besitzer an. Deutsche Doggen tun das auch. Bullterrier haben Gebisssperren, bekommen einen Beißkrampf, den Kiefer nicht mehr auf und so weiter. Auch über deutsche Boxer gab es damals derartige Mythen, Märchen. So sagte man über den deutschen Boxer, pass auf den deutschen Boxer auf. Wenn der beißt, er lässt erst wieder ab, wenn er dir ein Stück Fleisch rausgerissen hat. Ja, lauter so Dinge. Ich war zwar noch ein Kind, dennoch glaubte ich das nicht wirklich, denn ich
schloss schnell mit gefürchteten Hunden damals auch schon Freundschaft. Wir hatten da einen Bull Terrier, gefürchtet, den Artus. Jeder fürchtete sich vor dem. Ich war sein bester Freund und wenn mich der von der Weite sah, von der Ferne sah, begann der zu schreien. Nicht zu bellen, zu schreien vor Freude. Da gingen die Fenster auf, glauben Sie mir das. Mit dem King war es ähnlich. Auch der war ein Hund, vor dem viele Leute Respekt hatten. Doch ich weiß noch, als ich den das erste Mal getroffen habe, da hatten wir eine Wiese, die Loreto-Wiese. Viele Leute aus 12C Wien, denen ist das ein Begriff, die in Jedlersee zu Hause sind. Und wenn wir dort Fußball gespielt haben und dieser King kam mit seiner Besitzerin, ein riesiger Boxerrüde. Eines Tages ging ich zu der hin und fragte sie höflich, ob ich den Hund streicheln darf. Das haben mir meine Eltern beigebracht. Das ist wichtig, sagten sie. Das tat ich auch, da war ich brav. Ich war nicht immer brav, ja, aber da war ich brav. Die gestattete mir das und ich wurde Freund mit King. Sie gab mir einen Ball und sagte, beschäftige ihn. Ja, ich schickte den Hund dann, glaube ich, 20 Minuten mit dem Ball. Er freute sich überschwänglich und beim nächsten Mal, als ich den getroffen habe, dürfte es ihm schon von der Ferne den Ball ins Maul gegeben haben, denn der kam mit dem Ball auf mich zugaloppiert, schmiss ihn vor mir hin, ja, und forderte mich auf, ihm den Ball zu werfen. Ein toller Hund, dieser King. Also hier lernte ich diese Boxer als unheimlich kinderlieb kennen. Tolle Familienhunde, wunderschöne Hunde. Ich hatte mal ein Erlebnis, das nicht so angenehm war mit einem deutschen Boxer. Da war ich etwa 20 Jahre alt, also ein junger Mann. Wir hatten bei uns in der Gegend ein Lokal, in der Art, wie viele es von Ihnen vielleicht kennen werden oder von solchen Lokalen schon gehört haben werden. Ja. Das war ein Lokal, wo man seine Begleitung, also seine Frau, eher nicht ausführt. Das war, hat nichts mit Rotlicht zu tun. Das war ein eher raues Pflaster. Also wenn man dort vorbeigegangen ist, konnte es schon geschehen, dass ihnen einer dieser Besucher dort zusammen mit der Tür entgegenfiel. Ja. Also es ging etwas rauer zu dort. Wir waren dort eines Tages zu Besuch, 2 meiner Freunde inklusive mir. Da gab es einen Stammgast namens Karl, der Karl. Der besaß einen deutschen Boxerrüden, den Cäsar. Er nannte ihn immer Cäsar. Ja. Und dieser Karl war dafür bekannt, wenn er das eine oder andere Glas Wein zu viel getrunken hat, hat es ihm, wir sagen auf gut Deutsch, den Vogel rausgekaut. Ja. Also der drehte durch. Doch der Besitzer, der Koberer, sagen wir in Wien, der Gaststättenbesitzer, der empfand das immer als Kavaliersdelikt, da dieser Karl diese Gaststätte schon unzählige Jahre lang besucht. Also der drückte da immer noch zu. Doch an diesem Abend, als wir da drinnen waren, dürfte er mit irgendjemand in Streit geraten sein, sprang plötzlich auf und befahl seinen Hund, Cäsar, fass! Der Hund biss in diesem Lokal links und rechts um sich. Ja? Mir fiel nichts Besseres ein, als auf die Bank zu springen, als sich der mir näherte. Das war ein sehr robustes Mobiliar, dicke Holzbänke, dicke Holztische und ich hätte noch eine Option gehabt, das wäre der Sprung auf den Tisch gewesen. Doch das hätte selbstverständlich im Fall der Fälle nicht viel genützt. Sie wissen, wie leistungsfähig deutsche Boxer sind. Als der in meine Richtung kam, sagte nur erst Karl, aber reiß die Zahn, also beruhig dich. Dein Hund ist brav, aber jetzt beruhig ihn wieder. Das tat er dann zum Glück auch, denn ich hätte mich nicht gerne von diesem tollen Boxer, der wunderschön war, beißen hätte lassen, ja, möchte ich mal sagen. Ich weiß noch, dass der Koberer, der Besitzer dieser Gaststätte, diesen Karl an diesem Abend zum wiederholten Male Lokalverbot ausgesprochen hat. Doch das war immer mehr so eine, eine Förmlichkeit, denn einige Wochen später war er wieder drinnen mit Cäsar. Ja, am Abrichteplatz erlebte ich mit diesen Hunden die herrlichsten Arbeiten. Das waren die schönsten Unterordnungen, die schönsten Fährtenarbeiten und die tollsten Schutzarbeiten. Und ich sage Ihnen was, als ich schon Figurant war, also figurierte Schutzhelfer war, ich kann mich genau und sehr gut an den ziemlich kompakten Griff der deutschen Boxer erinnern. Ja. Befähigt sie ihr Fang auch dazu. Ein breites Maul mit zurückversetzter Nase, also egal wie kompakt und voll dieser Hund greift, er kann immer problemlos weiterarbeiten. Da ist ziemlich viel Power da drin im Kiefer der deutschen Boxer. Vertrauen Sie mir, das ist ein typischer Parker. Was mir aufgefallen ist bei den deutschen Boxern am Platz, dass sie nicht immer ganz so derartig ernst, seriös waren wie die anderen typischen Gebrauchshunderassen, also ihre anderen 8 Kapazunder-Kollegen da. Sie nahmen nicht alles so bitter ernst wie die Schnauzer, die Schäferhunde, die Dobermänner und so weiter. Doch, da lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn es darauf ankam, waren die Hunde da. Also
fix. Also ich erlebte den deutschen Boxer als Kind nur in positiver Art und Weise. Ich hatte einmal dieses Erlebnis mit diesem Cäsar vom Korl. Der hätte mich gebissen, wäre ich nicht auf die Bank gesprungen, da bin ich mir sicher. Ich erlebte sie nur in positiver Art und Weise. Am Abrichteplatz. Hunde, die auffällig oft übersozial sind anderen Hunden gegenüber. Sehr freundlich. Eigentlich die Freundschaft, das Spiel suchen. Ich habe sie aber auch schon gesehen, wenn sie Dampf abgelassen haben in Richtung anderer Hunde, wenn die ihnen etwas zu unfreundlich waren. Ja, und mit einem deutschen Boxer in Konflikt zu geraten, ist nicht das angenehmste für keinen Hund, möchte ich mal sagen, egal welcher Rasse. Also die können schon was. Deutsche Boxer sind also für mich gesamt gesehen ein Top-Allround-Paket. Wissen Sie wieso? Weil der deutsche Boxer ein großes Publikum ansprechen könnte. Der deutsche Boxer ist sowohl irgendwie Molosser, Bulldog, also ganz klar nicht so wohl. Ja. Er ist ein Bulldog, aber er ist ein absolut, wenn nicht sogar der sportlichste Bulldog neben dem American Bulldog. Das ist ein Hund, der nicht nur Molosser-Fans, Bulldog-Fans ansprechen kann, sondern auch eingeschworene Gebrauchshundesport-Fans ansprechen kann. Das ist einer der neuen Gebrauchshunderassen und das ist ein Top-Gebrauchshund. Da fährt die Eisenbahn drüber. Er kann auch Leute ansprechen, die mit dem Gebrauchshundesport überhaupt nichts zu tun haben wollen, sondern nur einen fantastischen Familienhund suchen, der in die Richtung der Bulldoggen geht. Da ist der deutsche Boxer fast unübertrefflich. Ein wahnsinnig toller Familienhund, mit Sicherheit einer der besten Familienhunde auf der Welt, mit dem Bullterrier und einigen anderen. Ja, also noch netter, noch herzlicher, clownmäßiger in der Familie, als es der deutsche Boxer ist. Ja, also das geht fast nicht. Er kann aber auch Leute ansprechen, die einen Hund einfach nur zum Sporteln suchen. Ja? Einen Hund abseits von Gebrauchshundesport, selbst kein Familienmensch sind, eine Einzelperson sind, die es darauf aushaut, mit diesem Hund über Stock und Stein unterwegs zu sein. Der deutsche Boxer ist ein Sportler, ein Leistungspaket, ein Powerpaket, der vieles kann, was andere Hunde nicht können. Es gibt natürlich auch einen Wermutstropfen beim deutschen Boxer. Das ist der Fakt, dass er nicht unbedingt zu den gesündesten Hunderassen der Welt gehört. Doch ich sage Ihnen was. Ist es hier weniger die Sache mit Problemen mit dem Bewegungsapparat, haben deutsche Boxer oftmals eher mit Innereien zu tun. Herz, Nieren, Sie wissen schon, DCM und so weiter und so fort. Allerdings ist das nicht in Stein gemeißelt. Ich weiß schon, auch beim Dobermann sagt man ja an diese DCM-Geschichte, wo man schon von der Dobermann-Krankheit spricht, Herzmuskelerkrankung, 60% aller Dobermänner leiden daran. Doch ich kannte genug Dobermänner, die niemals Probleme mit dem Herz hatten. Man kann also nicht davon ausgehen, mit dem deutschen Boxer einen Hund zu erhalten, der automatisch schon mal krank wird. Dennoch muss ich zugeben, ja, es stimmt, sie gehören nicht zu den gesündesten Hunden und ich kannte 2 deutsche Boxer, die an Herzmuskelerkrankung gestorben sind. Aber wir haben hier einen deutschen Boxer in Neudörfl, einen wunderschönen Rüden. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Wird so im Alter meines Hundes sein. Ich habe mit der Besitzerin auch schon des Öfteren gesprochen. Gefällt mir unheimlich gut. Der ist kerngesund und auch optisch eine Augenweide. Ein Hund, der seiner Besitzerin etwas zu windig ist, ich empfinde das ganz anders. Der wird so 33, 34 Kilo schwer sein und steht für mich in Top-Kondition. Sie hätte ihn gerne etwas schwerer. Mir gefällt er sehr gut. Ein dunkelhirschroter Rüde mit großer weißer Blässe und weißen Abzeichen am Kopf. Will ständig mit meinem Hund spielen, doch der erwidert das nicht. Da ist er etwas unfreundlich, mein Bandit. Ja, im Gesamten gesehen ein fantastischer Hund. Und ich sage Ihnen was, liebe Zuseher, dieser Bulldog ist eine Bereicherung für alle Menschen, die einen fantastischen, vierbeinigen Familienbegleiter suchen. Einen Hund, der stets für jeden Spaß aufgelegt ist, der oftmals übergut drauf ist im Alltag. Ein Top-Kumpel für Kinder, der selbstverständlich wie jeder andere Hund auch an Kinder herangeführt werden muss. Aber der hat das tief in sich drinnen verwurzelt, der deutsche Boxer. Ein Hund, der zu den leistungsfähigsten Hunderassen auf der Welt gehört. Ein Hund, der ein echter Bulldog, eine echte Packerrasse darstellt mit riesengroßem Herz. Aber auch ein Hund, der wahnsinnig grimmig sein kann, wenn es zur Gefahr für seine Familie kommt. Das garantiere ich Ihnen. Deutsche Boxer können furchtlose, grimmige, gefährliche Verteidiger darstellen. Ja?
Also für diese Leute ist der Deutsche Boxer geeignet. Und außerdem möchte ich sagen, dass auch der Deutsche Boxer als Hund gilt, der nicht das überkomplizierteste Wesen beinhaltet. Das bedeutet, er empfiehlt sich auch für Menschen, die in die Hundewelt einsteigen. Dennoch muss man sich vorher über die Rasse einlesen. Das ist ein starker, übermittelgroßer, sehr leistungsfähiger Hund, ja, der doch manchmal auch gewisse Neigung zeigt. Das ist ein Bulldog. Ja. Aber er ist meiner Meinung nach top geeignet als, wenn man so will, Ersthund, obwohl ich diesen Begriff nicht mehr gerne in den Mund nehme. Ja, viel mehr kann ich von diesem wunderschönen Hund eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, einer meiner 3 Top-Bulldog-Rassen, und das ist kein Geheimnis, welche das sind. Das ist der American Bulldog, der ist Johnson-Typ, der Deutsche Boxer und der Continental Bulldog. Das sind meine persönlichen 3 Lieblings-Bulldoggen. Ja. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.